Die meisten Eltern gehen davon aus, dass Entwicklungsverzögerungen laut und offensichtlich sind. Verpasste Meilensteine, extremes Verhalten, klare Probleme. Aber in Wirklichkeit sind die frühesten Anzeichen oft subtile Muster, die zunächst harmlos erscheinen. Kleine Momente, die sie abtun, kleine Unterschiede, die sie normalisieren. Und bis die Bedenken unübersehbar sind still und leise Monate, manchmal Jahre vergangen. Deshalb wird das entscheidende Fenster für frühe Interventionen oft völlig verpasst. Nicht, weil Eltern nicht aufpassen, sondern weil sie nach den falschen Zeichen suchen. Sie warten auf etwas Dramatisches, etwas Unverkennbares. Dabei sollten sie auf die stillen Abwesenheiten achten. Die Interaktionen, die nicht stattfinden. Die Abläufe, die sich in falscher Reihenfolge entwickeln. Die sozialen Signale, die nie auftauchen. Die meisten Kinderärzte werden Ihnen sagen, dass sich jedes Kind in seinem eigenen Tempo entwickelt. Was stimmt. Aber es ist auch eine pauschale Beruhigung geworden, die manchmal eine entscheidende Abklärung verzögert. Der Unterschied zwischen einem Kind, das einfach seinem eigenen Zeitplan folgt, und einem Kind, das Unterstützung braucht, ist nicht immer offensichtlich. Aber er ist da, versteckt in Mustern, die die meisten Eltern nicht erkennen können. Hallo, ich bin Helen Hoffman von My Daily Family und in diesem Video sprechen wir über die 10 subtilen Anzeichen von Entwicklungsverzögerungen, die die meisten Eltern völlig übersehen, warum sie wichtiger sind, als sie denken und was sie tun können, wenn sie bei ihrem eigenen Kind bemerken. Nummer 1. Ihr Baby initiiert selten Interaktion. Die meisten Eltern konzentrieren sich darauf, ob ihr Baby reagiert, zurücklächelt, wenn man es anlächelt, sich der Stimme zuwendet, auf Kuckuck reagiert. Und Reaktion ist wichtig. Aber was weitaus bedeutsamer für die Entwicklung ist, ob ihr Baby von sich aus eine Verbindung herstellt. Fängt ihr 6 Monate altes Baby aus der Ferne ihren Blick ein und macht Laute, um sie anzuziehen? Hält ihr 9 Monate altes Kind aufgeregt ein Spielzeug hoch, nicht weil sie darum gebeten haben, sondern weil es den Moment mit ihnen teilen möchte? Initiation ist die Grundlage aller sozialen Kommunikation. Es ist die Art Ihres Kindes zu sagen, ich habe dir etwas zu sagen und ich glaube, dass es dir etwas bedeuten wird. Wenn Babys konsequent darauf warten, dass sie jede Interaktion beginnen, wenn sie reagieren, aber nie den ersten Schritt machen, kann das auf Schwierigkeiten mit den tieferen Mechanismen der sozialen Gegenseitigkeit hindeuten. Das hat nichts mit Temperament oder Schüchternheit zu tun. Schüchterne Babys initiieren trotzdem, sie tun es nur vorsichtiger. Es geht um ein Kind, das mit seiner eigenen Welt zufrieden zu sein scheint, nicht versucht, sie hineinzuziehen. Stellen Sie es sich wie ein Gespräch vor, bei dem eine Person nur Fragen beantwortet, aber nie welche stellt. Technisch gesehen kommunizieren Sie und sind reaktionsfähig, aber etwas Grundlegendes fehlt. Der Antrieb, sich zu verbinden, Erfahrungen zu teilen, einen gegenseitigen Austausch aufzubauen. Ein Baby, das selten initiiert, funktioniert genauso. Es kann sich beteiligen, wenn Sie den Moment schaffen, aber die innere Motivation, selbst Momente zu schaffen, funktioniert nicht so, wie sie es normalerweise tun würde. Diese Motivation ist neurologisch gesteuert. Sie ist keine Entscheidung, die Babys treffen oder nicht treffen. Sie ist in die typische Entwicklung als einer der frühesten sozialen Instinkte eingebettet. Wenn sie fehlt oder abgeschwächt ist, deutet dies oft auf Unterschiede in der Entwicklung des sozialen Gehirns hin. Beobachten Sie also. Wer beginnt Ihre Interaktionen im Laufe eines normalen Tages? Sind Sie immer diejenige, die den Blick einfängt, das Spiel initiiert, das Kind zum Mitmachen bewegt? Oder schaut Ihr Baby Sie regelmäßig unaufgefordert an, macht Laute, um Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, greift nach Ihnen, um eine Verbindung herzustellen, auch wenn Sie sich nicht aktiv mit ihm beschäftigen? Führen Sie ein paar Tage lang eine mentale Liste. Wenn Sie 90% Ihrer Interaktionen beginnen, ist das erwähnenswert für Ihren Kinderarzt. Nicht, weil es endgültig ist, sondern weil es ein Datenpunkt ist, den Spezialisten verwenden, um die Entwicklung der sozialen Kommunikation zu beurteilen. Und wenn eine Intervention nötig ist, macht es einen enormen Unterschied, früh zu lernen, Initiativen zu ergreifen, für die Fähigkeit Ihres Kindes, ein Leben lang Beziehungen zu navigieren. Nummer 2. Die Meilensteine werden erreicht, aber in einer ungewöhnlichen Reihenfolge.
Eltern wird beigebracht, darauf zu achten, wann Meilensteine erreicht werden. Rollt sich ihr Baby mit 4 Monaten? Sitzt es mit 6? Krabbelt es mit 9? Aber es gibt eine weitere Dimension der Entwicklung, die selten besprochen wird: die Reihenfolge. Die typische Entwicklung folgt vorhersehbaren Mustern, weil jede Fähigkeit die neurologische und physische Grundlage für die nächste schafft. Wenn ein Baby den Kopf hebt, stärkt es die Nackenmuskulatur, die für das Sitzen benötigt wird. Wenn es sitzt, baut es die Rumpfstabilität für das Krabbeln auf. Wenn es krabbelt, integriert es beide Gehirn- und Körperhälften auf eine Weise, die es auf das Gehen, die Koordination und sogar spätere akademische Fähigkeiten wie Lesen vorbereitet. Wenn ein Kind einen Schritt auslässt oder Dinge in umgekehrter Reihenfolge tut, geht es nicht nur um den Zeitplan. Es geht darum, ob die grundlegenden Fähigkeiten in der richtigen Reihenfolge aufgebaut werden. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen ein Haus zu bauen, indem Sie das Dach aufsetzen, bevor die Wände stehen. Technisch gesehen könnte man es mit genügend äußerer Unterstützung schaffen. Aber die Struktur wäre nicht so stabil, als wenn man die richtige Reihenfolge eingehalten hätte. Genau das passiert, wenn ein Baby steht, bevor es krabbelt, oder sich rollt, bevor es den Kopf heben kann. Der Meilenstein sieht vielleicht erreicht aus, aber die zugrunde liegenden Systeme, Muskeltonus, Rumpfkraft, bilaterale Koordination, haben sich nicht auf die integrierte Weise entwickelt, wie sie es sollten. Manche Kinder kompensieren bemerkenswert gut. Sie finden Workarounds. Aber diese Kompensationen können später auf eine Weise Herausforderungen schaffen, die erst im Schulalter offensichtlich werden, wenn Aufgaben komplexere Koordination oder anhaltende Aufmerksamkeit erfordern. Achten Sie also nicht nur darauf, wann Ihr Kind Meilensteine erreicht, sondern auch darauf, wie es sich durch sie bewegt. Wenn Ihr Baby am Couchtisch steht, aber nie gekrabbelt ist das notierenswert. Wenn es läuft, aber seine Krabbelphase sehr kurz war oder ganz ausgelassen wurde, erwähnen Sie es. Wenn es sich früh rollte, aber Probleme mit der Bauchlage oder dem Heben des Kopfes hatte, schreiben Sie es auf. Ihr Kinderarzt wird Ihnen vielleicht versichern, dass alles in Ordnung ist. Und oft ist es das auch. Aber wenn ein zugrunde liegendes Problem mit dem Muskeltonus, der sensorischen Verarbeitung oder der motorischen Planung vorliegt, kann Ihr Kind durch frühzeitiges Erkennen eine Physio- oder Ergotherapie in dem Zeitfenster erhalten, in dem sein Gehirn am anpassungsfähigsten ist. Nummer 3. Sie wirken zu pflegeleicht oder zu unabhängig. Jeder Elternteil träumt von einem pflegeleichten Baby. Einem, das sich selbst beschäftigt, selten quengelt, gut schläft und nicht ständig Aufmerksamkeit einfordert. Und bei vielen Babys ist dieses Temperament einfach Teil ihrer Persönlichkeit. Ruhig, zufrieden, natürlich unabhängig. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einem sicheren, ausgeglichenen Baby und einem Baby, das von dem Bedürfnis nach Verbindung losgelöst zu sein scheint. Typische Babys sind darauf ausgelegt, Nähe zu suchen. Sie quengeln, wenn sie den Raum verlassen, sie greifen nach ihnen, wenn sie müde oder überfordert sind. Sie protestieren, wenn sie hungrig oder unwohl sind. Das ist keine Anhänglichkeit, sondern biologisches Design. Babys sollen ihre Bedürfnisse signalisieren und Bezugspersonen nah heranziehen. Denn in unserer Evolutionsgeschichte war Nähe gleich Überleben. Wenn ein Baby zu zufrieden damit ist, allein zu sein, wenn es selten Trost sucht, wenn es nicht zu bemerken oder sich dafür zu interessieren scheint, ob sie anwesend sind oder nicht, kann das manchmal darauf hindeuten, dass seine Bindungs- und sozialen Signalsysteme nicht typisch funktionieren. Das funktioniert ähnlich wie ein Rauchmelder mit einer defekten Batterie. Der Melder ist da, das Haus ist vielleicht in Ordnung, aber wenn ein Feuer ausbricht, wird der Alarm nicht losgehen. Ein Baby, das übermäßig pflegeleicht erscheint, signalisiert vielleicht nicht seine Bedürfnisse, wie es sollte. Nicht, weil es keine Bedürfnisse hat, sondern weil das interne System, das es antreibt, diese Bedürfnisse zu kommunizieren, nicht wie erwartet aktiviert ist. Manche Babys mit Entwicklungsunterschieden beruhigen sich selbst bis zum Äußersten. Nicht, weil sie sich sicher fühlen, sondern weil sie nicht auf ihre Bezugspersonen als Quellen der Regulierung ausgerichtet sind. Sie bewältigen Stress, indem sie sich nach innen wenden, anstatt nach außen. Das kann nach Reife oder Unabhängigkeit aussehen, ist aber tatsächlich ein kompensatorisches Verhalten. Beobachten Sie also. Sucht Ihr Baby Sie, wenn es verärgert ist, oder zieht es sich zurück?
Schaut es bei einem Sturz oder einem Schreck zu Ihnen, um sich zu trösten, oder scheint es Ihrer Anwesenheit gegenüber gleichgültig zu sein? Protestiert es, wenn Sie gehen, auch nur kurz, oder bemerkt es kaum? Beobachten Sie diese Muster über Tage, nicht nur in isolierten Momenten. Ein Baby, das gelegentlich unabhängig spielt, ist gesund. Ein Baby, das dauerhaft desinteressiert an Ihrer Nähe zu sein scheint, das keinen Trost sucht, das selten Initiativen ergreift, das ist anders. Nummer 4. Begrenzte Vielfalt der Laute, auch wenn sie laut sind. Eltern werden oft durch die Lautstärke beruhigt. Wenn ihr Baby viel brabbelt, begeistert gurrt oder häufig Laute von sich gibt, fühlt sich die Sprachentwicklung auf Kurs an. Und in vielen Fällen ist sie es auch. Aber die Häufigkeit ist nicht das ganze Bild. Was genauso wichtig ist, manchmal sogar wichtiger, ist die Vielfalt. Die typische Sprachentwicklung durchläuft vorhersehbare Lautstadien. Gurren, dann Vokallaute, dann Konsonant-Vokal-Kombinationen. Bye-bye, Mama, dann komplexere Silbenketten mit unterschiedlicher Intonation. Jedes Stadium spiegelt die neurologische Reifung in den Teilen des Gehirns wider, die für motorische Planung, auditive Verarbeitung und Kommunikation verantwortlich sind. Wenn ein Baby in einem Lauttyp stecken bleibt, denselben Vokal immer wieder wiederholt oder nur eine begrenzte Anzahl von Konsonanten hervorbringt, kann das darauf hindeuten, dass die motorischen Planungssysteme für das Sprechen nicht wie erwartet voranschreiten. Es ist wie ein Musiker, der ein Lied wunderschön spielen kann, aber Schwierigkeiten hat, neue Stücke zu lernen. Die Fähigkeit ist in enger Form vorhanden, aber die Flexibilität, die Verallgemeinerung, die Fähigkeit, sich zu erweitern, genau dort liegt die Schwierigkeit. Ein Baby, das ständig ba 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 sagt, macht nicht unbedingt Fortschritte in der Sprache, wenn dies monatelang die einzigen Laute sind, die es produziert. Das Gehirn übt nicht nur einen Laut, sondern soll mit Dutzenden experimentieren und ein Repertoire aufbauen, das schließlich zu Wörtern wird. Wenn dieses Experimentieren ins Stocken gerät, auch wenn das Baby laut ist, deutet das darauf hin, dass die Sprech- und Sprachsysteme Unterstützung benötigen. Schreiben Sie also in der nächsten Woche jeden einzelnen Laut auf, den Ihr Baby macht. Nicht wie oft, sondern wie viele verschiedene Arten. Hören Sie verschiedene Vokale, unterschiedliche Konsonanten, Intonationswechsel? Oder hören Sie immer dieselben wenigen Laute, die in denselben Mustern wiederholt werden? Wenn Ihre Liste kurz ist, besonders wenn Ihr Baby älter als 9 Monate ist, sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt und bitten Sie um eine Überweisung zu einem Sprachtherapeuten für ein Screening. Frühe Intervention bei Sprache hilft nicht nur beim Sprechen. Sie unterstützt das gesamte Kommunikationssystem, einschließlich sozialer Interaktion, Lesefähigkeit und sogar emotionaler Regulierung. Nummer 5. Sie benutzen Ihre Hand als Werkzeug. Dieses Anzeichen ist subtil und viele Eltern merken nicht einmal, dass sie es sehen. Sie sitzen mit ihrem Kleinkind zusammen und es möchte etwas in einem hohen Regal. Anstatt zu zeigen, anstatt Laute zu machen oder zwischen ihnen und dem Gegenstand hin und her zu schauen, greift es nach ihrer Hand und legt sie physisch auf den Gegenstand. Oder es schiebt ihre Hand zu einem Spielzeug, das es aktiviert haben möchte. Oder es bewegt ihre Hand, um einen Behälter zu öffnen. Es sieht nach Kommunikation aus, und im Grunde ist es das auch. Aber es ist eine Art der Kommunikation, die eine entscheidende Entwicklungsfähigkeit umgeht: die Verwendung von Gesten und Blickkontakt, um eine Absicht zu teilen. Die typische Entwicklung beinhaltet Zeigen, Vorführen, Verweisverhalten. Aktionen, die sagen: Ich möchte, dass du verstehst, woran ich denke. Die Benutzung ihrer Hand als Werkzeug überspringt diesen Schritt der gemeinsamen Aufmerksamkeit. Es behandelt sie als Mittel zum Zweck, nicht als Partner im Verständnis. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, sich in einem fremden Land zurechtzufinden, in dem Sie die Sprache nicht sprechen. Sie könnten jemanden am Arm packen und zu dem ziehen, was Sie brauchen. Das würde funktionieren. Aber es ist grundlegend anders, als zu zeigen, Blickkontakt herzustellen und Gesten zu verwenden, um Bedeutung zu kommunizieren. Das eine ist mechanisch, das andere sozial. Wenn ein Kind konsequent ihre Hand als Werkzeug benutzt, deutet das oft auf Schwierigkeiten mit der sogenannten gemeinsamen Aufmerksamkeit, Joint Attention, hin, der Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zwischen einer Person und einem Gegenstand für das gemeinsame Verständnis zu koordinieren.
Gemeinsame Aufmerksamkeit ist einer der stärksten frühen Prädiktoren für die Sprachentwicklung. Durch sie lernen Babys Wörter, verstehen sie, dass Symbole, Laute, Gesten und später Schriftsprache Bedeutung repräsentieren und entwickeln sie die soziale Kognition, die aller Kommunikation zugrunde liegt. Achten Sie also das nächste Mal, wenn Ihr Kind etwas braucht, darauf, wie es kommuniziert. Schaut es Sie an, dann auf den Gegenstand, dann wieder zurück zu Ihnen? Zeigt oder gestikuliert es, während es prüft, ob Sie verstehen? Oder greift es einfach nach Ihrer Hand und bewegt sie zu dem, was es will? Wenn das Handführen die Hauptstrategie ist, besonders nach 15 Monaten, ist es erwähnenswert. Ein Sprachtherapeut oder Entwicklungsspezialist kann beurteilen, ob sich die Fähigkeiten der gemeinsamen Aufmerksamkeit wie erwartet entwickeln. Und wenn nicht, gibt es spezifische Interventionen, oft spielbasiert und einfach umzusetzen, die diese Fähigkeiten während des kritischen Fensters lehren, in dem sie am leichtesten zu lernen sind. Sie überreagieren nicht. Sie bemerken ein bedeutungsvolles Muster, das Fachleute zu bewerten wissen. Nummer 6. Sie schauen nicht zurück, um zu sehen, ob sie zuschauen. Dieses Verhalten ist in der typischen Entwicklung so natürlich, dass die meisten Eltern nie darüber nachdenken, bis es fehlt. Sie sind auf dem Spielplatz. Ihr Kleinkind klettert auf die Rutsche. Bevor es rutscht, schaut es zurück zu Ihnen. Hast du gesehen? Schaust du zu? Ihr Baby entdeckt, dass es 2 Klötze stapeln kann. Es stapelt sie und schaut sofort zu Ihnen, um Ihre Reaktion zu sehen. Ihr Kind macht etwas Lustiges und wirft einen Blick zu Ihnen, um zu sehen, ob Sie lachen. Dies nennt man soziale Referenznahme und ist einer der zuverlässigsten Indikatoren für eine typische sozioemotionale Entwicklung. Es zeigt, dass Ihr Kind Sie als separaten Geist mit Ihrer eigenen Perspektive versteht, dass es Ihre Aufmerksamkeit und Ihr emotionales Feedback schätzt und dass es motiviert ist, Erfahrungen mit Ihnen zu teilen, nicht nur Aufgaben unabhängig zu erledigen. Vereinfacht gesagt ist es der Unterschied zwischen etwas allein in Ihrem Zimmer zu erreichen oder es vor jemandem zu erreichen, den Sie beeindrucken möchten. Die Errungenschaft mag identisch sein, aber die Motivation und die emotionale Erfahrung sind völlig unterschiedlich. Babys und Kleinkinder sind biologisch darauf ausgelegt, diese gemeinsame Erfahrung zu suchen. Sie erkunden nicht nur die Welt, sie laden sie ein, an ihrer Erkundung teilzunehmen. Wenn diese Einladung fehlt, wenn ein Kind in seinem Spiel, seinen Errungenschaften oder Entdeckungen völlig selbstbezogen erscheint, kann das darauf hindeuten, dass sich die sozioemotionalen Schaltkreise nicht wie erwartet entwickeln. Verbringen Sie ein paar Tage damit, Ihr Kind beim Spielen, bei den Mahlzeiten und bei Ausflügen zu beobachten. Zählen Sie, wie oft es spontan bei Ihnen vorbeischaut. Nicht, wenn Sie seinen Namen rufen, sondern unaufgefordert. Schaut es regelmäßig zurück, um Ihre Reaktion zu sehen? Zeigt es Ihnen Dinge? Sucht es Ihre Bestätigung oder teilt es Begeisterung? Oder ist es in seine eigene Welt vertieft und wirft kaum einen Blick in Ihre Richtung, es sei denn, es braucht etwas? Wenn solche Kontrollblicke selten oder gar nicht vorkommen, besonders nach 12 Monaten, sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt. Soziale Referenznahme ist ein Eckpfeiler der emotionalen Entwicklung, Empathie und späteren sozialen Fähigkeiten. Wenn sie verzögert ist, kann frühes Fördern tiefgreifend beeinflussen, wie Ihr Kind lernt, für den Rest seines Lebens Beziehungen zu navigieren. Nummer 7. Sie ahmen sie nicht nach, nicht einmal im Spiel. Nachahmung ist eines der mächtigsten Lernwerkzeuge, die Menschen haben. So lernen Babys Sprache, soziale Normen, motorische Fähigkeiten, Problemlösung, fast alles. Von den ersten Wochen an beginnen typische Babys, Gesichtsausdrücke zu spiegeln. Mit 6 Monaten ahmen sie Laute nach. Mit 9 Monaten kopieren sie Gesten wie Klatschen oder Winken. Mit 1 Jahr ahmen sie Handlungen im Spiel nach. Einen Löffel umrühren, sich die Haare bürsten, so tun, als würden sie aus einer Tasse trinken. Das ist nicht nur süß, es ist die Grundlage des Lernens. Nachahmung erfordert, dass ein Kind beobachtet, verarbeitet, sich erinnert und eine Handlung reproduziert. Es erfordert das Verständnis, dass das Verhalten einer anderen Person nachahmenswert ist. Es erfordert die kognitive Flexibilität, vom Beobachten zum Tun zu wechseln. Wenn die Nachahmung fehlt oder deutlich verzögert ist,
signalisiert das oft Unterschiede im sozialen Lernen, in der motorischen Planung oder in der Integration von sensorischen und motorischen Systemen. Stellen Sie es sich wie das Tanzenlernen durch das Beobachten einer anderen Person vor. Sie sehen die Abfolge, Ihr Gehirn bildet sie auf Ihren eigenen Körper ab und Sie versuchen sie zu replizieren. Wenn dieses Abbildungssystem nicht reibungslos funktioniert, sehen Sie vielleicht den Tanz, haben aber Schwierigkeiten, ihn in Ihre eigene Bewegung zu übersetzen. Genau das passiert, wenn ein Kind nicht nachahmt. Es sieht Sie vielleicht klatschen, aber die Verbindung zwischen Sehen und Tun feuert nicht automatisch. Es sieht Sie vielleicht winken, aber sein Gehirn sagt nicht instinktiv, das kann ich auch. Es geht nicht um Eigensinn oder Desinteresse. Es geht um neurologische Bahnen, die auf verschiedene Weise Informationen nicht so integrieren, wie sie es normalerweise tun. Testen Sie die Nachahmung gezielt. Setzen Sie sich vor Ihr Kind und führen Sie einfache Aktionen aus. Klatschen Sie in die Hände, strecken Sie die Zunge heraus, winken Sie, klopfen Sie auf den Tisch, machen Sie ein albernes Geräusch. Kopiert es Sie, auch unvollkommen? Wenn nicht, versuchen Sie es mit Gegenständen. Schlagen Sie 2 Klötze aneinander, rollen Sie einen Ball, stapeln Sie Becher. Ahmt es die Handlung nach? Wenn Ihr Kind über 12 Monate alt ist und selten oder nie nachahmt, selbst im Spiel, ist das bedeutsam. Sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt und bitten Sie um ein Entwicklungsscreening. Verzögerungen beim Nachahmen sind oft die frühesten Anzeichen für breitere Entwicklungsunterschiede, einschließlich Autismus-Spektrumstörungen, motorische Planungsstörungen und Sprachverzögerungen. Nummer 8. Starke Reaktionen auf kleine sensorische Veränderungen. Alle Kinder haben sensorische Vorlieben. Manche mögen keine lauten Geräusche. Manche sind wählerische Esser. Manche hassen es, sich die Haare waschen zu lassen. Das ist normal. Aber es gibt eine Schwelle, an der aus Vorlieben etwas anderes wird, wo das Nervensystem eines Kindes so leicht von sensorischen Eindrücken überflutet wird, dass der Alltag zu einer Reihe von Kämpfen wird. Markenetiketten in der Kleidung lösen Wutanfälle aus. Bestimmte Texturen von Essen lösen Würgereiz aus. Das Summen von Leuchtstoffröhren führt zu Reizbarkeit. Unerwartete Geräusche lösen Panik aus. Das sind keine Trotzanfälle oder Manipulationen. Es sind Anzeichen dafür, dass das sensorische Verarbeitungssystem des Kindes gewöhnliche Eindrücke als bedrohlich oder unerträglich interpretiert. Ihr Nervensystem steckt in einem Zustand der Übererregbarkeit fest, scannt ständig nach Gefahren und ist nicht in der Lage, irrelevante Reize auszufiltern, wie es die meisten Nervensysteme automatisch tun. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen sich in einem Raum zu konzentrieren, in dem jedes Geräusch verstärkt ist, jedes Licht zu hell ist, jeder Stoff wie Sandpapier ist und jeder Geruch überwältigend. Sie wären nicht trotzig oder schwierig, sie wären in Überlebensmodus und würden verzweifelt versuchen, ihrer Umgebung zu entkommen oder sie zu kontrollieren. So fühlen sich sensorische Verarbeitungsunterschiede für viele Kinder an. Wenn Ihr Kind eine starke sensorische Reaktion zeigt, schreiben Sie es auf. Was war der Auslöser? Wie hat es reagiert? Wie lange hat es gebraucht, um sich zu regulieren? Beobachten Sie die Muster über einige Wochen. Wenn Sie konsequent starke Reaktionen auf verschiedene Arten von sensorischen Eindrücken sehen und wenn dies die alltägliche Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, Mahlzeiten, Anziehen, Ausflüge, sprechen Sie mit Ihrem Kinderarzt über eine Überweisung an einen Ergotherapeuten, der auf sensorische Verarbeitung spezialisiert ist. Die sensorische Integrationstherapie ist sehr effektiv, wenn sie früh begonnen wird. Nummer 9. Sie verlieren Fähigkeiten, die sie einmal hatten. Regression, der Verlust zuvor erworbener Fähigkeiten, ist eines der besorgniserregendsten Entwicklungszeichen. Und es ist eines, das niemals abgetan werden sollte. Ein Baby, das viel gebrabbelt hat, aber aufhört. Ein Kleinkind, das 10 Wörter hatte, aber nur noch 2 benutzt. Ein Kind, das konsequent Blickkontakt hergestellt hat, es aber jetzt vermeidet. Der Verlust von Fähigkeiten bedeutet nicht, dass Ihr Kind etwas vergisst. Es bedeutet, dass etwas die neurologischen Systeme stört, die diese Fähigkeiten unterstützen. Manchmal ist es eine vorübergehende Krankheit, Stress, eine große Lebensveränderung. Und die Fähigkeiten kehren zurück, sobald der Stressor behoben ist.
Aber manchmal ist es ein Zeichen für eine zugrunde liegende Entwicklungs- oder neurologische Erkrankung, die sofort abgeklärt werden muss. Regression wird am häufigsten mit Autismus-Spektrumstörungen in Verbindung gebracht, besonders wenn sie zwischen 12 und 24 Monaten auftritt. Aber sie kann auch auf andere Erkrankungen hindeuten: Hörverlust, Anfallsleiden, Stoffwechselprobleme oder erhebliche Umweltbelastungen. Wichtig ist, dass eine Regression immer untersucht werden sollte. Es ist nichts, bei dem man abwarten und Tee trinken sollte. Es ist etwas, bei dem man sofort handeln sollte. Denn eine frühe Intervention während oder nach der Regression kann die Ergebnisse erheblich beeinflussen. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Kind Fähigkeiten verliert, egal welche, motorischen, sprachlichen, sozialen oder kognitiven, dokumentieren Sie sorgfältig. Welche Fähigkeiten haben nachgelassen? Wann haben Sie es zum ersten Mal bemerkt? Gab es um diese Zeit herum Krankheiten, Stressfaktoren oder Veränderungen? Kontaktieren Sie sofort Ihren Kinderarzt und verwenden Sie ausdrücklich das Wort Regression. Warten Sie nicht auf den nächsten geplanten Kontrolltermin. Nummer 10. Ihr Bauchgefühl hat leise geflüstert. Hier ist etwas, das es selten in Meilensteintabellen oder Elternratgeber schafft. Die elterliche Intuition ist einer der zuverlässigsten frühen Indikatoren für Entwicklungsunterschiede. Studie um Studie zeigt, dass Eltern oft recht haben, wenn sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, selbst wenn sie nicht artikulieren können, was es ist. Sie kennen ihr Kind besser, als jeder 15-minütige Kinderarzttermin es jemals könnte. Sie sehen die Muster, die subtilen Verschiebungen, die Momente, die nicht ganz passen. Sie bemerken, wenn andere Babys im gleichen Alter Dinge tun, die ihres nicht tut. Sie spüren das leise Unbehagen, dass etwas nicht so klickt, wie es sollte. Dieser Instinkt ist keine Paranoia. Es ist Mustererkennung, geboren aus Tausenden von Stunden der Beobachtung. Und er verdient es, ernst genommen zu werden. Vertrauen Sie diesem Bauchgefühl genug, um zu handeln. Schreiben Sie auf, was Sie beunruhigt, auch wenn es sich vage anfühlt. Blickkontakt scheint seltener zu werden. Es reagiert nicht konsequent auf seinen Namen. Das Spielen fühlt sich repetitiv und eng an. Bringen Sie diese Beobachtungen zu Ihrem Kinderarzt und seien Sie direkt. Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung meines Kindes. Ich möchte ein formelles Screening. Wenn Ihr Kinderarzt Sie abweist, ohne Sie zu untersuchen, suchen Sie einen anderen und bitten Sie direkt um eine Überweisung an einen Entwicklungsspezialisten. Sie sind nicht verpflichtet, auf die Erlaubnis zu warten, um Antworten zu suchen. Und denken Sie daran, selbst wenn sich Ihre Bedenken als unbegründet erweisen, haben Sie keine Zeit verschwendet. Sie haben Fürsprache geübt. Sie haben Ihrem Kind vorgelebt, dass sein Wohlergehen wichtiger ist als die Bequemlichkeit anderer. Und wenn Ihre Bedenken berechtigt sind, haben Sie in dem kritischsten Zeitfenster gehandelt, in dem eine frühe Intervention am effektivsten ist.